Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Format hier auf GameFam und zwar Storytime Sunday. Wir reden darüber, was uns als Geschwister ausmacht, was wir erlebt haben zusammen und damit ihr uns einfach mal ein bisschen mehr kennenlernt, weil wir echt awesome sind. Okay, heute reden wir worüber? Dinge, die, Nur die jüngeren Geschwister kennen. ja, wenn man als Geschwister aufwächst, aber was die jüngeren Geschwister hauptsächlich immer Ja. erleben oder Erleben. Erleben, das Wie klingt so wie so ein Trauma. Kriegszustand. Und das erste, was ich nennen würde, wäre zum Beispiel, wenn man mit seinen Geschwistern zockt zusammen, Ja. dann ist man immer Spieler 2. Egal wie mies die zweite Rolle ist, Ist doch normal. ob man ein kleines Kind in Narnia ist, was nichts kann, ob man in Resident Evil nur die Taschenlampe halten kann oder einen Ziegelstein. Dann bin ich Lampenträger. Du konntest dich wehren. Also das ist doch schon mal gut, oder? Und du konntest mir Licht spenden. Das ist deine Pflicht als kleiner Bruder. Ich musste vorausgehen. Aber du musst mich auch basically beschützen dann. Ja, du konntest gar nichts. Aber das war ja nur ein Beispiel. Trotzdem, man ist immer Spieler 2, egal in welchem Spiel. Okay, aber Narnia, da kann ich mich nur an eine Szene erinnern. Was hat Lucy denn noch so gemacht? Warst du eigentlich immer Lucy? Ich war auch, glaube ich, der Edmund, Edmund, ne? Also immer diese nervigen Charakter. Ich war die Kleinen und du warst die großen Charaktere halt. wie in Realität. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich kann mich auch nur erinnern, dass du mich im Schnee zurückgelassen hast, wo ich nicht alleine durchkam. Ja, das habe ich voll aufgemacht. Das war richtig witzig. Ich weiß, dass man in einem Zelda-Spiel auf dem 3DS das war auch ein Koop-Spiel, aber das hatten wir jetzt nicht zusammen gespielt, musste man immer Leute hochheben und dann über eine Schlucht werfen. Aber ich habe manchmal welche genommen und die einfach so in die Schlucht geworfen. Wow. Weil die immer so toxisch waren und nicht mehr mitgespielt haben oder sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ihr nicht mehr mitspielt, runter mit euch. Ab in die Schlucht, ab in die Hölle. Daran muss ich auch gerade irgendwie denken, dass ich sie auch zugetraut hätte oder irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich hätte ich es eher Du mit dir hättest es gemacht. mit mir gemacht. Da hätte ich nicht mehr mitgespielt. Okay, ich erinnere mich daran, dass wir früher einen Kassettenrekorder hatten. Der war weiß, hatte dann so eine rot gedrehte Schnur. Ehrlich, war das rot? Ja, und ich glaube, der war sogar noch mit blau. Blau hatte ich auch, weiß-blau. Blau und rot. Ich weiß nicht, wofür war nochmal die Schnur? Das stimmt, das hatte ein Mikrofon. Oh, Ja, da konnten wir mit aufnehmen, unsere eigenen Kassetten. Aber wir hatten auch so Hörspielkassetten oder so Ja, Geschichtenkassetten. Blocksberg, Benjamin Blümchen. Wir haben da von einer Nachbarin einen riesen Konvolut irgendwie bekommen. Oh, das wusste ich nicht mehr. Bibi und Tina, dann noch so Märchenkassetten, Alfred Jodokus Pack, was übrigens total blöd war. War Graf Dracula auch Alfred Jodokus Quark oder war es ein Einzelner? Graf Dracula war Graf Dracula. Nee, Dracula war das ja. Nee, das sagst du immer nur so. Nein, das war Graf Dracula. Das Das war eine Ente. Graf Dracula. Ja. Das war doch keine Ente. Doch, Graf Dracula. Nein, das Doch, war locker. Dracula. Aber warum das war sagen ein die? Vampir. Warum sagen die Graf, aber dann Duck? Das war ein Vampir. Das war keine Ente. Vampir. Das war keine Vampirente. Was so? Und das Märchen war ja, Wir ja, blenden das das mal kurz hier ein. Und findet ihr das auch so unheimlich? diesen gruseligen Katzen. Ja, und dann haben die noch gescheppert. So, die haben irgendwas umgeschmissen. Nee, da ist jemand die Treppe runtergefallen. Da war dieses Gepolter. Ach so. Der hat den einen Kirchenwart die Treppe runtergestoßen. Auf jeden Fall, darum geht es eigentlich nicht in der Geschichte. Es ging darum, dass wenn der Kassettenrekorder zu Ende war und die Kassette zu Ende war, die Kassette so ein ganz furchtbares Knattergeräusch gemacht hat. Oh mein Und da das Zimmer schon dunkel war, hat sie sich nicht mehr getraut, loszurennen. Loszurennen, du sagst es schon. Und auszumachen, sondern ich musste im Dunkeln ganz schnell zu dem Kassettenrekorder gehen. Das war meistens neben der Tür oder sowas. Ich habe dich ja nicht gezwungen. Und doch, du hast gesagt, mach es aus. Und hast dir die Ohren zugehalten und alles. Okay, das stimmt. Und da musste ich ganz schnell hingehen und dann den Ausknopf betätigen. Und Du bist auch zurückgerannt. das Geräusch an sich war nicht mal so gruselig eigentlich. Es war einfach nur dieses Knattern, aber es war irgendwie auch trotzdem ein unangenehmes Geräusch. Vor allem, wenn man dann noch so eine Horrorstory vorher gehört hat. Das war so unheimlich. Aber bezüglich Horrorstories, da ist noch etwas. Und Echt? ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt kennt, wenn man jüngere Geschwister ist und du die ältere oder sowas. Aber ich habe meiner Schwester immer Geschichten abends vom Schlafengehen mein erzählt. Gott, ja. Anfangs waren es halt einfach nur so Geschichten über Aber ich Spiele. glaube, das liegt einfach an dir, weil du so gut bist. Anfangs waren es halt nur so Geschichten über Spiele. Da hat sie mich immer so ausgefragt und wie weit ich gekommen bin und sowas. Und ist dann irgendwann eingeschlafen, hat mich dafür ausgenutzt. Das war nicht so. Sag das nicht so schlimm. Doch, das war sozusagen, erzähl mir was und dann, Ja, ich kenn's dafür. Du hast- hast so eine Erzählerstimme. ja, schön, aber man schläft anscheinend dabei ein. Wer sollst du nicht so viel auf YouTube sehen?
Und manchmal habe Seid ich ihr noch auch, wach? Hey, seid ihr noch wach? manchmal habe ich mir auch Geschichten ausgedacht und die waren ziemlich toll. Ja, kleines Trauma. Spoiler Alert, wenn ihr einen sehr kreativen Bruder habt, der euch nachts meint, ein kleiner schwarzer Rabe mit rotglühenden Augen klopft an euer Fenster und dann macht euer Bruder noch klopf, klopf, so Geräusche, dann schmeißt ihn einfach aus eurem Zimmer. Wie kommt man auf sowas als Kind? Weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Traumaverarbeitung. Ja, Von dem Spieler 2. ja. Okay, aber das waren erstmal so ein paar Sachen. Habt ihr euch da wiedergesehen? Kanntet ihr auch so ein paar Sachen? Ich glaube, manches war eher so ein bisschen einzigartig. Vielleicht. Also ich glaube nicht, dass viele von euch jetzt zum Beispiel noch einen Kassettenrekorder haben oder hatten. Vielleicht eher einen CD-Player oder irgendwie sowas. Ja. Aber ja, schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr auch Geschwister habt, ob ihr euch da irgendwie ein bisschen wiedererkennen konntet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.